In diesem Video zeige ich dir, wie du in Procreate einen Regenbogen malst und diesen mit Text versiehst. Natürlich kümmern wir uns hier nicht darum, schöne Regenbogen zu malen, sondern wir wollen am Ende digitale Produkte erstellen. Und das tun wir, indem wir zum Beispiel ein Poster erstellen, was man ausdrucken und an die Wand hängen kann und natürlich auch so als digitales Bild verkaufen kann. Ich habe das einmal hier vorgemalt auf dem iPad. Du kannst jetzt hier sehen, was ich gemacht habe. Das ist ein Regenbogen mit verschiedenen Bögen. Und Text hier, den habe ich auch in Procreate reingemacht. Ich mache das mal ein bisschen größer. Und dann gab es noch so ein paar Splatter drumherum, sodass das Ganze hübsch aussieht, wenn das letztendlich ausgedruckt ist. Natürlich musst du das nicht auf dem schwarzen Papier ausdrucken. Das ist jetzt einfach nur dazu gedacht, dass du das hier besser sehen kannst, weil wenn ich das jetzt hier anmache, dann kannst du hier kaum noch etwas erkennen. Wir erstellen das jetzt komplett einmal selber. Ich zeige dir, welche Pinsel ich genommen habe und wie ich das Ganze hier gemalt habe. Und dann kannst du das hoffentlich nachmachen an deinem iPad. Und natürlich findest du wie immer bei uns im Backstage-Bereich die dazugehörigen Materialien. Die Pinsel kann ich dir in dem Fall nicht da reinladen, weil die habe ich selber gekauft. Ich zeige dir gleich die Pinselsets, zu denen das hier gehört, damit du das möglichst genau nachmachen kannst. Du kannst aber auch natürlich immer die Pinsel verwenden, die du hier schon in Procreate hast oder aber auch im Internet kostenlos herunterladen kannst, oder natürlich kannst du auch welche kaufen. Da gibt es ja genug Möglichkeiten, zum Beispiel bei Design Cards oder Creative Market. Ich verlinke beides hier in der Infobox. Ja, und jetzt zeige ich dir einmal am iPad, wie ich diesen Regenbogen erstellt habe. Ein kurzer Hinweis noch, abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten, und klick auf den Like-Button. Ja, und jetzt kann es schon losgehen. Ich gehe jetzt hier einmal raus, gehe in die Galerie. Wenn du dein iPad öffnest, das Procreate öffnest, dann sollte das ungefähr so aussehen. Ich bin jetzt hier einmal in einen Stapel und deswegen habe ich hier verschiedene Bilder drin. Du siehst wahrscheinlich das hier, wenn du öffnest, und kannst dann hier auf das Pluszeichen klicken und ein neues Dokument erstellen. Ich möchte das neue Dokument hier in diesem Stapel haben, damit ich das ein bisschen sortierter habe, und suche mir jetzt hier aus, was ich haben möchte. Wenn hier keine Größe bei ist, ja, meistens ist es das nicht, ne? Ich nehme jetzt hier gleich A4, aber angenommen, es ist keine dabei, dann kannst du immer hier auf das Pluszeichen klicken und kannst hier deine eigene Leinwandgröße eingeben. Ich mache das jetzt doch einmal. Ja, ich stelle das jetzt hier einmal auf Inch, in dem Fall Zoll in Deutsch, und gebe einfach ein 12 mal 12. Und abhängig davon, was ich hier eintippe, ändern sich hier die Anzahl der Layer, der Ebenen, die ich benutzen kann. In dem Fall habe ich hier noch 76 und das ist völlig ausreichend. Wir brauchen nur 3, 4, 5 Layer, also wirklich völlig ausreichend. Wichtig, was du hier noch beachten musst, da du das ja zum Verkauf anbieten möchtest und wichtiger noch zum Ausdrucken, ist, dass du das hier unter Farbprofil auch das CMYK-Profil auswählst. Du kannst gleich hier das oberste nehmen. Bitte nicht RGB nehmen. RGB ist für den Bildschirm gedacht, während CMYK für den Druck gedacht ist. So, wenn wir das alles eingestellt haben, du hier 300 dpi sitzt, die Auflösung ist auch immer ganz interessant und wichtig, dann klickst du hier oben rechts auf Erstellen und dein Dokument ist hier erstellt. Wie gesagt, wir haben jetzt hier noch genug Möglichkeiten, Ebenen zu erstellen, sodass das auch kein Problem ergeben dürfte. Ich habe jetzt hier die Hintergrundebene einmal eingeblendet. Die ist im Moment weiß. Wenn ich die jetzt rausnehme, dann sieht es genauso aus, wie das eben aussah in dem Beispieldokument. Bis wir den Regenbogen gemalt haben, lasse ich das jetzt einmal so. Ich gehe jetzt hier einmal auf meine Pinsel und dann kann ich hier, wenn ich hier unter kürzlich verwendet gehe, sehen, was ich als letztes für Pinsel genommen habe. Und das ist einmal der Wet Streaks, und der ist aus dem Bundle von der Genevieve. Der ist hier drin in dem Gouache Bundle, Wet Streaks, und hier ist er. Wenn ich den jetzt anklicke, ja, ist er auch blau unterlegt, aber ich hätte ihn auch direkt hier unter kürzlich verwendet anklicken können, und dann kann ich auch schon loslegen. Bitte darauf achten, dass du hier auf einer eigenen Ebene bist, und dann brauchst du natürlich noch eine Farbe.
Ich habe mir jetzt hier eine Farbpalette, die du auch auf der Webseite findest. Wenn du dich für den Backstage-Bereich anmeldest, kannst du diese Farben bekommen, kannst dir runterladen und natürlich auch hier verwenden, damit du ein ähnliches Ergebnis hast wie ich. So, jetzt müssen wir einmal gucken, wie groß unser Pinsel jetzt ist. Ja, und das sieht doch eigentlich ganz gut aus, deswegen lasse ich den jetzt mal hier so auf dieser Größe, ne? Der ist jetzt hier wirklich auf 100%. Ich lasse das jetzt mal so, damit du ungefähr nachvollziehen kannst, wie groß ich das gemacht habe. Jetzt male ich hier einmal so den ersten Bogen von meinem Regenbogen. Ich halte das jetzt fest und damit stellt sich das Ganze ja glatt, sage ich jetzt mal, ne? Weil während das gerade noch ein bisschen gehackelt war, wenn ich das so mache, siehst du, ist das ein bisschen gehackelt. Wenn ich jetzt warte, dann wird das gerade gemacht. Das brauchen wir jetzt nicht, gucken wir wieder weg. Und jetzt brauche ich noch weitere Bögen hier. Ich lasse das jetzt alles auf einer Ebene. Besser wäre eigentlich immer, das auf eine neue Ebene zu packen. Ich wollte das auf eine lassen, weil ich das gleich ganz einfach duplizieren möchte. Aber wir können das auch noch ein bisschen anders machen. Deswegen, okay, neue Ebene, neue Farbe. Und jetzt ziehe ich dasselbe hier nochmal entlang. Du siehst schon, es ist nicht ganz deckend. Ne? Wir reden hier auch von Gouache. Gouache ist ja eine Farbe, die üblicherweise nicht 100% deckt. Und deswegen müssen wir da gleich das Ganze einmal duplizieren. Deswegen wollte ich das auf eine Ebene packen, damit das ja dichter wird sozusagen. Ich klicke wieder aufs Pluszeichen, nehme eine neue Farbe und dasselbe noch einmal. Hier habe ich eine neue Ebene. Ja, also du siehst schon, ich kontrolliere immer doppelt und dreifach, ob ich auch wirklich eine Ebene habe, weil das ist mal ganz fatal, wenn man einmal so angefangen hat und dann vergisst man die Ebenen und hat dann alles auf einer. Deswegen immer schauen, dass du hier auch deine Ebenen hast. So, okay, also 3. Hier ist die neue und nun einen vierten Bogen. Ziehe ich hier drüber, halte es fest wieder, damit das gerade wird und dann lasse ich es los. Wie gesagt, das Ganze sieht jetzt ein bisschen hell aus. Jetzt machen wir Folgendes. Wir markieren jetzt alle Ebenen hier und packen die in eine Gruppe. So, jetzt kann ich nämlich die ganze Gruppe duplizieren, indem ich das Ganze nach links schiebe. Und dann steht hier duplizieren und ich habe gleich eine zweite Ebene und du siehst schon, wenn sich das übereinander liegt, ja, dann wird das definitiv dunkler. Und wenn ich jetzt noch hingehe und ich mache erstmal die beiden hier zu, das untere ausstelle, dann hat das schon verdammt viel Ähnlichkeit mit dem, was wir vorhin gemacht haben. Und auch die beiden kann ich wieder zusammenfassen. Ja, mache ich nochmal eine Gruppe. Jetzt kann ich nämlich die komplett zusammen bearbeiten. Das kann ich jetzt machen, indem ich hier oben auf dieses Tool gehe. Mache nochmal einmal raus und stelle mal einmal meinen weißen Layer an, damit ich sehe, wie groß das ist, und sehe ich die Begrenzung von meinem Quadrat nicht. Also mache ich das Ganze nochmal ein bisschen größer. Bitte nicht viel größer ziehen, möglichst groß malen, weil wir hier natürlich pixelbasiert sind und das Ganze kann dann sehr unscharf werden, wenn du das ja viel zu groß ziehst. Ne? Ein bisschen tut der Sache meistens nichts, aber zu groß ist keine gute Idee. Okay, ich stelle nochmal die Ebenen wieder aus und jetzt wollen wir noch Text einfügen und natürlich noch ein paar Splatter. Also nehme ich mir jetzt hier nochmal eine neue Farbe. Ich nehme jetzt mal dieses Creme und hole mir den anderen Pinsel. Der ist aus dem Set von der Lisa Glanz. Einmal hier kürzlich verwendet. Und nehme die Tiny Sprays. Das ist ihr Tiny Aquarelle Set. Da ist Tiny Sprays 02 drin. Nimmst du dir den Eimer und ja, du hast jetzt keine große Kontrolle. Ne? Also du kannst hier einfach einmal wischen. Irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Achso, ich brauche eine neue Ebene. Und wenn du da jetzt einmal draufklickst, du siehst schon, du hast nicht so die Kontrolle, wo letztendlich deine Splatter landen. Deswegen, ich bleibe nah an dem Regenbogen und lasse sie dann hier rumsplattern. Jetzt kann ich das Ganze einmal hier unter diese Ebene ziehen. Dann habe ich das nämlich hier schön verarbeitet sozusagen in der Mitte von den beiden Regenbogenlayern. So, jetzt wollen wir im nächsten Schritt den Text einfügen. Also mache ich jetzt hier eine neue Ebene. Das wird meine Textebene oder darüber kommt noch eine, je nachdem.
klicke jetzt hier auf dieses Symbol und sage Text hinzufügen. Und du siehst jetzt, dass der Text ausgewählt ist, weil hier dieser Schriftzug einen blauen Rand hat. Und dann kann ich ihn auch bearbeiten. Und dann klicke ich hier unten auf die Tastatur und sage, ich möchte die Tastatur sehen. Und dann kann ich jetzt auch endlich was tippen. Ne? Da soll hin. There is always sunshine. So, bitte lass dich im Moment nicht davon irritieren, dass Sunshine besser hierhin gehört. Da kümmern wir uns sofort drum. Wenn du fertig bist, machst du einfach Return und dann ist es soweit erstmal. Jetzt gehen wir hin und tippen da doppelt rein, dass wieder alles blau umrandet ist. Tippe hier oben in die Ebene, wo ich die Schriftarten auswählen kann und dann kann ich mir hier eine neue Schriftart auswählen. Ja, ich nehme jetzt einmal... Ja, ich gucke mal einmal, was ich hier haben möchte. Hier sind schon viele Schriftarten drin. Du kannst auch immer eine eigene importieren. Das ist auch gar kein Problem. Ich lasse die jetzt einfach einmal so. Was ich mache, ist, ich mache die jetzt viel kleiner. Und du siehst, was passiert. Mein Sunshine geht jetzt hier rüber und das bleibt in der unteren Zeile. Einfach, weil ich nach Sunshine Return gedrückt habe. Dann weiß hier mein Programm, dass ich danach gerne eine Leerzeile hätte. Jetzt ist hier noch ein Apostroph drin. Das wollen wir natürlich nicht haben. Also muss ich da noch mal rein, muss noch mal in die Tastatur und lösche das hier. Und wenn das alles geschehen ist und endlich mein Schriftzug fertig ist, gehe wieder hoch, dann fasse ich den hier an und ziehe den in die richtige Position. Und jetzt kann ich natürlich noch entscheiden, möchte ich es größer oder kleiner haben, möchte ich es in einer anderen Farbe haben. Aber mir gefällt das eigentlich erstmal so und ich möchte das so behalten. Und dann ist unser Plakat oder unser Poster auch schon fertig. Du siehst, es ist gar keine große Sache. Ja? Ein kleines digitales Produkt zu erstellen, das geht sogar recht schnell. Ne? Wenn du dir vorher überlegst, was du machen möchtest, wenn du dir vielleicht ein bisschen Inspiration geholt hast, dann kannst du ohne Probleme ganz schnell ein eigenes kleines digitales Produkt erstellen, was man dann auch natürlich bei Etsy verkaufen kann. Der Schritt wäre jetzt, dass du das richtig exportierst, dass du das in der richtigen Größe exportierst, sodass es auch gedruckt werden kann. Im Idealfall, also ich würde es jetzt einfach als PNG auf meinen Rechner schicken, würde das, weil es ja größer ist, auf ein DIN A4-Blatt packen, also mein 12x12 Zoll Produkt sozusagen auf ein A4-Blatt, sodass die Menschen das auch zu Hause einfach ausdrucken können, weil die meisten von uns haben nun mal einen A4-Drucker zu Hause stehen. Ja, und dann kann ich das natürlich auch noch in verschiedenen Größen auf Etsy verkaufen. Ja, so einfach habe ich mein erstes kleines digitales Produkt erstellt. Wenn du mitmachen möchtest, würde ich mich freuen, davon zu sehen, was du erstellt hast. Du kannst mich auf Instagram abonnieren und natürlich dann auch taggen, dann würde ich mir das gerne angucken, was du gemacht hast. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt und mir erzählst, was du vielleicht noch gerne malen möchtest. Dann können wir das hier auf dem Kanal auch tun, weil wir wollen ja digitale Produkte erstellen, damit du unabhängig von Zeit und Raum eigentlich arbeiten kannst und auch gern Geld verdienen kannst. Ja, wie gesagt, bitte abonniere unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.